Das hier ist die Paulele KBUSC Bambus-Ukulele. Sie wird von Kiwaya vertrieben, steht jedenfalls hier drin. Distributed by Kiwaya USA. Wo und von wem sie hergestellt wird, ist mir nicht bekannt. Sowohl das Konzept als auch die Form sind ungewöhnlich. Eine reine Bambus-Ukulele mit Sopranmensur, 19 Bünden, Übergang zum Korpus im 14. Bund, mit einem Cutaway, der die hohen Bünde besser erreichbar macht. Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Alle Holzteile dieser Ukulele sind aus Bambusholz gefertigt. Sie wirkt für eine Sopran-Ukulele etwas wuchtig, schwer und extrem stabil. Das Satin-Finish ist angenehm unaufdringlich. Der Boden ist deutlich gewölbt. Die Verarbeitungsqualität ist recht ordentlich. Lediglich das Griffbrett will mir nicht so recht gefallen. Das Holz wirkt hier fast nackt. Die Bearbeitung von Stegeinlage und Sattel wirkt auch etwas grob. Die Schlitze zum Beispiel, ja, die sehen nicht sehr schön poliert oder so aus. Da sind Bearbeitungsspuren zu erkennen. Und hier ist die Oberkante der Stegeinlage auch so ein bisschen kantig. Naja, sie hat einfache, offene, gewinkelte Mechaniken, die sauber, aber nicht ganz symmetrisch montiert sind. Das scheint allerdings hier zum Design zu gehören. Die Kopfplatte ist ja auch nicht ganz symmetrisch. Jedenfalls funktionieren sie sehr gut. Mit ungefähr 450 Gramm ist sie sehr schwer für eine Sopran-Ukulele. Ist ungefähr im 12. Bund ausbalanciert. Die Saiten sind Aquila Nalgard. Das Griffbrett hat wie gesagt 19 Bünde, diese sind von der größeren Sorte. Was mir nicht gefällt, ist das kratzige Gefühl am Griffbrettrand, an den Enden der Bundstäbchen. Auch das Holz des Griffbretts fühlt sich eher rau an. Die Seitenlage am Sattel ist okay. Bei den hohen Bünden ist sie etwas höher, als ich es bevorzugen würde. Bei den ganz hohen Bünden ist sie doch deutlich zu hoch. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass das Griffbrett und vielleicht auch damit der Hals eine leicht konvexe Wölbung hat, also so wie ein bisschen Buckel. Das sollte eigentlich nicht sein. Die Brücke ist mit Knüpfsteg, die Seiten, die Stegeinlage ist nicht kompensiert und ziemlich hoch. Der Seitenabstand ist hier an der Brücke auch extrem schmal, mit nur 35,5 mm von der G zur A-Seite. Das finde ich deutlich zu wenig eigentlich und es wird für viele Spieler ungewohnt sein. Die Intonation ist recht gut. Die gegriffenen Töne erklingen jedoch einen kleinen Tick zu hoch, vor allem in den hohen Bünden wird es halt schlimmer. Es könnte helfen, die doch sehr hohe Stegeinlage ein bisschen runterzufallen, aber da sollte man schon ziemlich aufpassen, dass die Ukulele nicht anfängt zu scheppern. Die leicht konvexe Wölbung des Griffbretts wird keine extrem flache Seitenlage zulassen. Ein bisschen flacher als so sollte schon möglich sein, hoffe ich jedenfalls. Ich spiele mal alle Töne an. Naja, noch ein paar Liedanfänge.
Der Klang ist eher hell und direkt. Auf mich wirkt er allerdings ebenso wie das Aussehen der Ukulele an sich ein bisschen trocken. Ja, nicht schlecht. Man kann schon schön damit spielen. So ganz warm bin ich mit dieser Ukulele nicht geworden. Hier wird versucht, eine große Zahl von Bünden für ein Instrument mit Sopranmensur bereitzustellen und mittels Cut-Off besser spielbar zu machen. Gleichzeitig wird jedoch versäumt, das Griffbrett wirklich auch bis in die höchsten Bünde angenehm spielbar zu machen. Dank sehr hoher Saitenlage hier und ziemlich geringen Saitenabständen ist das halt nicht so optimal. Die grundlegende Idee ist vielleicht nicht schlecht, aber vielleicht sollte man doch das Design der Ukulele nochmal ein bisschen überarbeiten. Gut, mehr Platz hier zwischen den Saiten in den hohen Bünden würde vielleicht noch ein etwas breiteres Griffbrett erfordern. Ein schöneres, weniger raus Finish fürs Griffbrett wäre auch schön. Etwas mehr Liebe fürs Detail beim Abrichten der Bünde. Natürlich ein vorteilhafterer Verlauf des Griffbretts. Also nicht konvex, sondern eher gerade oder vielleicht sogar ganz leicht konkav, sodass eine durchgehend flache Saitenlage möglich wäre. Das wäre schon schön. Davon abgesehen ist die Paulele zwar nicht herausragend, aber doch nicht schlecht. Ich bin hier mal wieder ziemlich pingelig. Insofern schön Musik machen kann man damit schon. Wer Bambus-Look mag und den direkten Sound mag, der durchaus laut ist. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Instrument.